Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe nach gefühlten 30 Jahren dann mich auch endlich mal dazu durchgerungen, das Ding hier zu schneiden. Ja, nachdem das Special selbst und die Outtakes so ein unglaublicher Krampf waren, hatte ich dazu ehrlich gesagt einfach voll wenig Lust. Über jetzt den Schulstress wollen wir jetzt gar nicht erst reden. Aber naja, hier ist dann endlich das Behind the Scenes zum Halloween-Special. Ich habe dafür ja erst eine Geschichte als Vorlage geschrieben und musste das Ganze dann erstmal in ein Drehbuch umwandeln. Denn ja, ich habe ausnahmsweise mal mit einem Drehbuch gearbeitet. Ja, wie alles an diesem Special hat das, oh Wunder, keinen Spaß gemacht. Aber es war noch okay. Ja, als allererstes ging es dann erstmal an die Kulissen und all mein Zeug für Kulissen steht da hinten. Hinterm Kleiderschrank und dahinter dann nochmal hinter den Rucksäcken. Es war überhaupt nicht nervig, das Zeug da rauszubekommen. Und es war halt auch überhaupt nicht schwer zuzuordnen, welche Requisiten in welcher Kiste sind. Ja, dann ging es an die Einrichtung. Nina hat am Anfang ja die Jalousie unten. Dafür habe ich dann einfach einen Socken, selbstverständlich einen frischen, vors Fenster geklemmt. Das hat dann sogar erstaunlich gut funktioniert. Ja, und dann ging es an die Einrichtung von Betten, Türen und so. Ja, das war dann die fertige Einrichtung. Oben habe ich jetzt nicht mitgefilmt, weil es halt super nervig ist, die Kamera da vernünftig zu platzieren. Ja, dann ging es raus. Ich habe die Szenen, die bei denen im Haus spielen, draußen gedreht, damit man da halt so die Natur durch die Fenster sieht und so. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass Nina ja das Zimmer abgedunkelt hat. Aber es war dafür halt viel zu hell. Ja, ich hatte dann irgendwie versucht, mit meiner Jacke das Ganze abzudunkeln, aber das hat halt so null funktioniert. Ja, wie ich filme, habe ich dann nicht aufgenommen, weil ich die Kamera dann halt zum Filmen gebraucht habe. Und ja, mein Handy zu nutzen, ja, da habe ich halt nicht dran gedacht. Ja, auf jeden Fall habe ich draußen alle Szenen, die bei denen im Haus spielen, gedreht und bin dann wieder rein, um die Kulissen für die Szenen im Café und an der Bushaltestelle aufzubauen. Ich habe die drinnen gedreht, weil es da ja nachts ist und da kann ich halt einfach mein Zimmer abdunkeln. Ja, weil draußen ist halt ein bisschen nervig, weil im Oktober ist nachts halt draußen kalt. Wen überrascht's? Außerdem geht dann ständig das Verandalicht an oder die Lichtschalter vom Nachbarn scheinen drüber. Und ja, außerdem wollte ich den ganzen Kleinkram aus dem Café nicht raustragen. Und diese Bushaltestelle hat mich dermaßen viele Nerven gekostet. Das Ding ist halt schon ewig alt und hat sich irgendwie verzogen, sodass es halt nicht mehr vernünftig zusammenpasst und jetzt total instabil ist.
Ja, als ich dann angefangen habe zu drehen, war es dann halt auch schon dunkel. Also musste ich nicht mehr meine Sonnenblenden runter machen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, ich hatte dann als Beleuchtung eine Taschenlampe, weil ich für die Szenen ja ganz starkes, aber halt so punktuelles Licht brauchte. Und ja, es hat herzlich lange gedauert, das Ding zu positionieren, sodass es nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach ist und nicht die ganze Zeit flimmert. Ja gut, letzteres ist mir jetzt nur teilweise geglückt. Aber gut, das ist beim Dreh leider nicht aufgefallen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Take ausdrücken wollte. Aber gut, dann ging es ans Filmen und diesen habe ich den Filmprozess auch mit meinem Handy aufgenommen. Ja, dann ging es weiter mit der Szene an der Bushaltestelle, wo Birki Rika so gruselig anstarrt. Die war ja vom Aufbau her zum Glück jetzt gar nicht so viel Arbeit, aber es war halt mal wieder schwierig, die Lampe oberhalb der Haltestelle zu platzieren, weil die da immer runtergefallen ist. Dann musste ich nochmal die Sachen vorm Café wieder aufbauen, weil Birki da ja ganz zum Schluss wieder reingeht. Ich aber halt schon alles abgebaut hatte, weil ich die Straße ja für die Bushaltestellen sehen brauche. Ja, zum Schluss ist dann auch aufräumen, weil ich halt keine Lust hatte, dass das Zeug noch Ewigkeiten in meinem Zimmer rumsteht und jeder, der den Raum betritt, da drüber stolpert. Außerdem sieht ungeräumt auf und immer so unordentlich und unorganisiert und ja, das ist halt doof. Hier hat alles seinen festen Platz und der ist halt nicht mitten im Raum. Und als ich dann fertig war, war es einfach schon fast 23 Uhr. Ich habe keine Ahnung, warum der Dreh so lang gedauert hat. Also doch, der Dreh hat lang gedauert, weil die Szene lang war und meine Kamera Birki nicht fokussiert hat. Aber ja, das wisst ihr ja schon aus den Outtakes. Ja, wenn man bedenkt, dass ich um 20 Uhr oder so mit dem Dreh begonnen habe, ist es halt trotzdem krass. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Es hat ja nicht nur 12 Milliarden Jahre gedauert, bis ich dann mal mit dem Schneiden fertig war. Aber es ist gefühlt seit Silvester kein Tag vergangen, an dem ich nicht irgendwie mit Schule beschäftigt war. Ich meine, okay, dazwischen war eine Woche Ferien, aber da hatte ich halt keine Zeit zum Schneiden. Und sonderlich erholsam waren die halt leider auch nicht. Ja, und außerdem, Winterdepression ist real, Leute. Zumindest hoffe ich, dass es nur irgendwas in Richtung Winterdepression ist. Die geht nämlich im Frühjahr wieder weg. Ich meine, könnten auch Warnzeichen für einen eventuellen Burnout sein. Das wäre jetzt kurz vorm Abi ein bisschen blöd. Aber ich habe einen Countdown. Ich muss mich nur noch 34 Mal zum Unterricht schleppen und danach wird hoffentlich alles besser. Ja, das Video könnte deutlich länger sein, ich weiß. Aber ich finde, der Cut passt hier ganz gut. Ich meine, wenn ich da jetzt noch Szenen aus dem Schnitt hinten dran gehängt hätte, dann hätte das Ganze am Ende wieder so abgeschnitten gewirkt. Ja, und das ist doof. Außerdem weiß ich nicht, wo die Aufnahmen sind vom Schneiden. Ja, die müsste ich jetzt erstmal suchen. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video, bis auf die Outtakes halt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, dann ging es halt raus. Ich habe die Szenen bei... Was? Nee, das mache ich nochmal. Dann musste ich nochmal die Sachen vom Café wieder aufbauen, weil Birk hier ganz zum Schluss ja wieder da reingeht. Ich aber schon alles abgebaut hatte, weil ich die Straße ja für die Bushaltestellen-Szenen. Das ist aber auch ein schweres Wort. Ja, zum Schluss hieß es dann noch aufräumen, weil ich keine Lust hatte, dass es zur Ewigkeit in meinem Zimmer rumsteht und da jeder rüberfliegt, der... Ach, Junge. Ja, zum Schluss hieß es dann noch aufräumen, weil ich halt keine Lust hatte, dass das Zeug dann so noch eine Ewigkeit in meinem Zimmer rumsteht. Ja, und dann da auch jeder rüberfliegt, der da... Ach, Digga, es ist doch nicht so schwer. Also eigentlich sollte es nicht so schwer sein. Mein Mikro ist scheiße eingestellt und ich hasse alles. Hallo. Ich kann es nicht anders einstellen, scheiße. Aber ich habe einen Countdown. Ich muss nur noch 34 Mal zum Unterricht schleppen. Ich hasse mein Leben.